kommt eine Biene drauf. Schön hier, die ganze Blumen in Pracht so zu dieser Jahreszeit ist echt herrlich. Ja, und der Geruch auch mit all den Blumen um sich herum, das tut einfach gut, so hier zu sein. Und ich freue mich immer, in der Natur zu sein. Also wenn man dann im Garten irgendwie was machen kann, das ist einfach schön. Und es ist eigenartig, was Schönheit mit einem macht. Also da kann man alle Sorgen vergessen, die man sonst irgendwie haben kann. Man hat einfach das Gefühl, alles wird gut. Ja, und so geht es mir auch, wenn ich zum Beispiel in unser Heiligtum gehe, in unserer Marienkapelle, wenn ich da bin. Da umgibt mich einfach eine Atmosphäre von Schönheit, die mich irgendwie tief berührt und fast so etwas wie Wehmut oder Heimweh in mir wecken kann. Es ist eine Sehnsucht nach einer anderen Welt, nach dem ganz Heilsein und nach Harmonie. Wer nur ist diese Frau? Ein Marienlied, das sofort Kindheitserinnerungen in mir weckt, weil es da im Refrain heißt, du bist die Mutter Gottes, Mutter auch von uns. Ich habe genau das erlebt in einem Schlüsselerlebnis als Kind. Das war so, dass meine Mutter einmal ins Krankenhaus musste, also ich war noch klein, noch nicht in der Schule. Und ich erinnere mich, an einem Abend konnte ich dann gar nicht einschlafen und war auf einmal ganz allein. Mein Vater war irgendwie auch unterwegs. Jedenfalls habe ich dann irgendwie versucht, in diesem Krankenhaus anzurufen und habe nur in den Apparat gesagt, ich möchte meine Mama sprechen. Und die wussten natürlich nicht, wer meine Mama ist. Aber irgendwie haben sie es dann geschafft, meine Mutter ausfindig zu machen. Und dann war die auf einmal am Apparat. Und ich sagte ihr, ich kann nicht schlafen und sie soll kommen, warum ist sie nicht da? Und meine Mutter hat später erzählt, dass das ganz schwer für sie war, diese Situation, sie konnte ja nichts machen. Dann hat sie gesagt, ich soll einfach in ihr Schlafzimmer gehen und auf dem Nachttisch, da ist so ein kleines Marienbild. Das war das Marienbild von Schönstadt. Und sie hat mich dieser himmlischen Mutter anvertraut. Sie hat gesagt, sie kann jetzt nicht kommen, aber Maria ist die Mutter aller Menschen und sie sei jetzt auch bei mir. Das habe ich nie mehr vergessen. Es heißt nicht umsonst in einem Marienlied, ganz schön bist du, Maria. Es ist eigenartig, was das verändert, wenn man sich Maria zuwendet. Ganz bestimmte Atmosphäre, die einem das Gefühl gibt, hier ist Wohlsein. Ich bin hier kann ich Mensch sein, hier darf ich sein. Es ist faszinierend, da geht spürbar etwas von ihr aus, auf einen über, auch etwas ganz Beruhigendes, Frohes und gleichzeitig auch Dynamisches. Sie ist so ganz stimmig und sie will auch nichts für sich erreichen, sondern alles für uns. Ja, sie nimmt uns einfach mit nach oben. So wie diese Sonnenblumen hier sich ausrichten zur Sonne. Und die Sonne ist auch ein Zeichen für Jesus Christus. Und in ihrer Nähe, in der Nähe der Gottesmutter, da wird unser Glaube lebendig. Rutscht sozusagen vom Kopf ins Herz. Und wir erleben, dass das alles nicht nur eine abstrakte Idee ist, sondern wir erkennen auf einmal, wie Jesus eigentlich ist und wer er für uns ist. Pater Kentenich hat es selbst erlebt. Er hat in seinen Studienjahren eine schwere Krise gehabt, weil er so vieles, auch seinen Glauben und alles, hinterfragt hat. Das hat ihn fast wahnsinnig gemacht. Und seine bahnbrechende Entdeckung war, da ist ein Feld in seiner Seele unangetastet geblieben und das war die Verbindung mit Maria. Sie blieb sozusagen an seiner Seite, immer, unerschütterlich. Später hat er diese Erfahrung so formuliert: Maria ist die Waage der Welt. Sie hält durch ihr Sein und ihre Sendung die Welt im Gleichgewicht. Er hat erlebt, in ihr kommen zwei Welten zusammen, und zwar in einer einzigen Person. Sie hat seine Welt im Gleichgewicht gehalten und in ihr war er gleichzeitig im Himmel verankert, als nichts mehr fest und sicher war. Das hat ihn gerettet.
Das ist schon unglaublich, oder? Solche Erfahrungen beantworten im Grunde all die Fragen rund um Maria. Wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass Maria eine besondere Bedeutung für uns hat und dass sie uns hört? Und wir können auch gleich eine Gegenfrage stellen. Ist Maria nicht der Weg, den Gott selbst gewählt hat, um in unsere Welt zu kommen? Einen Weg, den er uns damit für immer schenkt? Ja, mir kommen immer wieder so die Worte aus der Apostelgeschichte in den Sinn, als Petrus in einer Vision hört, was Gott für rein erklärt hat, nenne du nicht unrein. Ja, und wir könnten auch sagen, was Gott für einen direkten Weg erklärt hat, nenne du nicht Unweg oder Irrweg. Ja, sie ist wichtig für den Glauben, weil sich ohne sie die Menschwerdung Gottes nicht hätte ereignen können. Das Leben selbst zeigt uns, dass es genau umgekehrt ist, wie manchmal befürchten. Sie führt uns ja nicht weg von Gott, in keine Situation. Und sei die Verehrung noch so überschwänglich, sondern wo sie ist, da haben wir es immer mit Jesus zu tun. Wo er nicht ist, will sie niemals sein. Und sie ist die direkte Verbindungslinie zu ihm. Das erlebe ich auch in meiner Arbeit mit jungen Menschen. Maria zu begegnen ist für viele von ihnen so eine echte Schlüsselerfahrung. Wir haben zum Beispiel einmal mit einer Gruppe Jugendlicher Szenen aus dem Theaterstück Maria, die große Frau, bei einem Katholikentag einstudiert. Und das war unglaublich, was das in den jungen Leuten bewirkt hat. Die Hauptdarstellerin, also die Maria gespielt hat, die meinte, dass es für sie textlich ein total anderes Erlebnis war, wie alles, was sie sonst in der Theater AG gespielt hat. Sie hätte viel mehr überlegt, was sie sagt und wie sie sagt, weil die Worte gingen ihr viel tiefer. Und bereits beim ersten Lesen des Textes hat eine 15-jährige Mitspielerin gesagt, wenn man das so liest, dann möchte man am liebsten selbst ein bisschen so werden wie Maria. Ja, so werden wie sie, um Jesus ganz nah zu sein. Ja, der Kontakt mit Maria setzt wirklich Kräfte frei und hat eine Rückwirkung auf uns. Mit ihr wird unser Glaube lebensnah und auch lebensgestaltend. Ja, sie ist eine, die nie jemand aufgibt, sich nie abwendet, auch wenn scheinbar nichts mehr zu holen ist. Sie bleibt einfach an unserer Seite. So ein Ausstrahlungspunkt von Kraft, von Freude und Leben, von emporbildender Energie, das ist sie. Maria. Und das ist sie für mich. Und wer ist sie für euch?